Ja, mein Name ist Ulla Schmidt. Ich bin Lehrerin von Beruf und bin jetzt seit 1990 Mitglied des Deutschen Bundestages hier für unsere Stadt. Ich bin aufgewachsen auf der Pfalzer Straße und es war damals ganz gut, auch für die Menschen, die gingen einmal in der Woche einkaufen in Pfalz. Aber man musste einmal durch den Zoll, die Schranken, und wenn man zurückkam, musste man alles auf den Tisch legen, was eingekauft wurde. Und da durfte nicht mehr als ein Viertelpfund Kaffee und ein Viertelpfund Butter, Zigaretten, ein Päckchen. Das war alles damals günstiger in den Niederlanden als in Deutschland. Und das war eben auch die Zeit des großen Schmuggels. Ich hatte damals, wie viele Kinder, ein Unterröckchen genäht bekommen, wo innen drin ein Täschchen war, wo dann ein Päckchen Zigaretten oder ein Päckchen Kaffee geschmuggelt werden konnte, und die Kinder wurden nicht so gut kontrolliert wie die anderen. Das ist also so meine Kindheitserinnerung, als ich junges Mädchen war und gerade mein Abitur gemacht hatte und anfing zu studieren hier, sind wir mit einer Jugendgruppe nach Renesse gefahren, an der niederländischen Küste, und dort sind wir nicht bedient worden. Wir gingen in ein Café, wollten Kaffee trinken. Dann haben die gesagt, nein, Sie sind Deutsche, wir bedienen Sie nicht. Und da haben wir dann gespürt, wie sehr auch noch dieses verbrecherische Naziregime, das ja fast jede Familie dort Leid hinterlassen hat, wie sehr das noch wirkte und wie wir, die wir eigentlich Nachkriegsgeneration waren, mit in die Haft genommen wurde für das, was unsere Vorväter und Vormütter getan haben. Und da war noch der Spruch, "Only a dead German is a good German." Und wenn man dann sieht, wie das weiterging, was wir heute haben, sage ich immer, ich bin Europäerin aus vollstem Herzen, weil wir es geschafft haben. Unsere Nachbarn haben uns die Chance gegeben, dass wir als Deutsche wieder in die Demokratie und in die Nachbarschaft hineinkommen. Und unsere Nachbarn sind unsere Freunde geworden. Heute die Generation, meine Enkel und so, die können sich das gar nicht mehr vorstellen, wie das war. Aber ich glaube, jeder hier im Dreiländereck, und das merke ich auch bei vielen Gesprächen, der diese Zeit miterlebt hat, der wird immer für Europa kämpfen, für ein Europa der offenen Grenzen, für ein Europa, das gute Nachbarschaft nach innen und nach außen prägt. Und ich glaube, aktuell, wenn man sieht, welche Vorteile wir haben, wenn man sich vorstellt, die Niederlande oder Belgien würden aus der Europäischen Union aussteigen, wie ja manche auch Populisten das gerne hätten, dann wäre ja nicht nur der Schlagbaum wieder da. Das, was wir wie selbstverständlich machen, dies und jenseits der Grenze arbeiten oder leben und wohnen, dass die Studierenden hier, die jungen Menschen in Maastricht studieren können oder in Aachen studieren können, dass wir eine grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung haben, dass wir alles, was wir in all den Jahren auch in dem Europa der Bürger verwirklicht haben, das wäre alles nicht mehr da. Wir haben auch vieles geschafft, wo man durch Gespräche, durch Jugendaustausch, durch viele Städtepartnerschaften und dieses Leben vor Ort, die Bürgerinnen und Bürger diesseits und jenseits der Grenze, dass da vieles geschaffen wurde. Und wir haben dann nicht mehr diskutiert, was muss in dem Land oder dem Land geschehen, sondern was können wir tun, dass das Leben hier in der Grenzregion besser wird, was angefangen hat mit damals Telefontarifen in der Grenzregion. Jetzt war ja nicht wie Handytarife, wir werden es ja jetzt erst irgendwann haben, dass es in Europa eben einheitliche Roaminggebühren gibt. Es war ja immer noch dann die Grenze da, und für die Menschen, die hier in der Grenzregion lebten und hier arbeiteten, dort wohnten, war das unheimlich teuer, aus dem Ausland zu telefonieren, wenn sie eigentlich nur von Pfalz nach Aachen telefonieren wollten. Und das sind so kleine Schritte, wo man immer gedacht hat, so jetzt wieder ein Stück nach vorne, wieder ein Stück weiter, jetzt haben wir wieder mehr Europa und jetzt haben wir wieder mehr das Europa der Bürgerinnen und Bürger und nicht nur das der Freiheit, des freien Warenverkehrs.